Hallo meine süßen Heißleins, heute soll es um Rasierer gehen. Erstmal klingt es ein bisschen komisch, weil Rasieren ist wie vieles so ein bisschen ein Tabuthema, was ich nicht verstehe, weil man rasiert sich halt nun mal. Und ich wurde von der Firma ShaveLab angeschrieben, die stellt Rasierer her und Rasurzubehör. Und ich war echt wirklich am Zweifeln, ob ich das mache, weil also mich schreiben teilweise wirklich viele Firmen an, aber es ist das wenigste mache ich, weil wirklich 5 YouTuber machen dann über dasselbe Produkt ein Review-Video und da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Naja, auf jeden Fall hat mich ShaveLab angeschrieben und ich habe dann auf Twitter, es war so, Nadine hat auf Twitter gefragt, die liebe Anna Bruch, ob das jemand auch gefragt wurde von YouTube und da schrieb ich so, ja, ich wurde auch gefragt und sie so, und machst du es? Ich so, na, ich weiß nicht und interessiert das die Leute? Und die so, klar, du hast einen Beauty-Channel, klar interessiert das die Leute und ich hoffe, euch interessiert es. Also es geht um Rasierer. Auch die männlichen Zuschauer dürfen jetzt gerne mit dranbleiben, auch die vielleicht nur mal durchgeklickt haben und sich denken, oh, das ist eine geile Blonde, mal gucken, was die jetzt macht. Nein, Leute, es geht um Rasierer, schön die Welle flach halten. Aber es ist wirklich auch ein interessantes Thema für Männer, denn auch mein Papa hat einen Rasierer getestet. Innerhalb von einer Woche kam das Paket an und ich dachte so, die schicken mir einen Rasierer zu. Darum ging es ja. Und ShaveLab war aber so nett und ich habe mich schon gewundert, weil, Leute, das ist das Paket. Und die Rasierer waren alle einzeln eingepackt, nochmal, also die Verpackungen in das Papier, in so ein Seidenpapier. Und das finde ich so schön, also ShaveLab macht damit wirklich Frauen glücklich, denke ich, weil schon allein die Verpackung ist top. Der Versand war auch super schnell, innerhalb von einer Woche, auch der Kontakt ist sehr, sehr nett. Ich muss gleich vielleicht davor noch sagen, die haben nicht irgendwie gesagt, du musst das und das über unsere Rasierer sagen, die haben gesagt, teste den und erzähle, was du darüber denkst. So, okay, mache ich. Vielen, vielen Dank nochmal an das ShaveLab-Team, also sehr, sehr großzügig, weil wie gesagt, ich habe mit einem Rasierer gerechnet und jetzt passt auf. Erster Rasierer, ich zeige euch die dann noch. Zweiter Rasierer, geht noch weiter. Dritter Rasierer und von dem vierten, das ist die Verpackung. Und dann noch eine Tasche. Und ich dachte mir so, Mann, die müssen denken, dass ich ganz schön behaart bin. Ich war geschockt, habe dann natürlich gleich geschrieben, vielen Dank und oh mein Gott, ich war total überwältigt und die schrieben dann zurück, auch sehr, sehr schnell, ja, wir haben uns deinen Kanal nochmal angeguckt und wir sind total begeistert und haben dir deshalb ein bisschen mehr zugeschickt. Vielen, vielen, vielen Dank, also ich fühle mich wahnsinnig geehrt, also Dankeschön. 2 Rasierer habe ich getestet, die anderen 2, die weißen sind für die Damen, die schwarzen sind für die Herren. Leider habe ich nur einen schwarzen, das heißt nur, ich habe so viel, aber ich habe jetzt den einen schwarzen zugeschickt gekriegt und ich wollte halt auch den Männerrasierer testen, also mein Papa hat den getestet. Die 2 hier, die zeige ich euch dann gleich noch, werde ich verlosen, aber erst in meinem 20.000 Abonnenten-Contest, ich sammle da so ein bisschen und ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, weil ich finde es immer scheiße, wenn man Abonnenten nur deshalb kriegt, weil halt ein Contest ansteht, also aber nur mal so zur Info, die kriegt ihr, die sind nicht für mich. Und die Tasche werde ich auch noch verlosen. Ja, man kann auch, da denke ich mal, noch andere Sachen rein, nicht nur den Rasierer. Zeige ich euch alles. Okay, ich habe getestet das Modell Dress. Das ist dieses schöne Teil hier. Oh, das sieht so geil aus. Jedes Mal, wenn ich mich rasiere, freue ich mich, weil der so hübsch ist. Seid ihr auch so verpackungsmäßig, wenn was schön aufgemacht ist und schön hergestellt ist, dann, also ich bin begeistert, sehr, sehr hochwertig. Der hat, ich weiß nicht, ob ihr das seht, der hat hier diese, ist der sauber? Oh mein Gott, naja gut, wir sind ja unter uns. Der hat hier so 2 Klingen und dann hat der, also so in der Art habe ich das auch noch nie gesehen. Und dann hat er hier oben noch so diese 2 Schutzdinger mit so Noppen und die massieren die Haut auch noch sehr schön. Also eine Rasur ist für die Haut purer Stress. Wirklich purer Stress, aber mein Gott, was soll der Geiz? Wir müssen uns ja rasieren. Vorher habe ich immer Einwegrasierer genommen. Also ich habe mich immer schon mit Rasierern rasiert, nicht mit irgendwie mit Wachs oder mit Schaum oder mit was weiß ich, was es da noch gibt. Immer mit Rasierern, mit Einwegrasierern und die sind von DM. Ich habe welche von Venus und von Gillette getestet und war überhaupt nicht begeistert. Die haben mir immer sehr, sehr gut gefallen.
Und jetzt kam aber Mr. Tress. Das ist das Modell Tress, wie gesagt, T-R-E-S. Wie gesagt, Shop ist unten in der Infobox, da habt ihr auch die ganzen Modelle. Und Leute, ich muss wirklich sagen, ich war so begeistert, so begeistert. Einmal ist der Kopf sehr, seht ihr das? Seht ihr das? Der ist total biegsam und der passt sich dermaßen geil eurer Haut an und eurem Körper an. Wenn ihr am Knie, ich habe mich immer am Knie geschnitten, weil die Dinger, die sind ja hart, die bewegen sich ja nicht. Damit, Leute, wisst ihr, wie das gleitet wirklich über die Haut. Es passt sich so toll eurem Körper an, das ist perfekt. Auch ich rasiere mir auch die Arme, am Ellenbogen war auch immer so eine Stelle, wo ich mich immer geschnitten habe. Nichts. Wirklich perfekt. Also die Rasur ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr toll. Der einzige Nachteil an diesem, was ich noch sagen, noch was Positives, bevor ich was Negatives sage. Die Rasur, also der rasierte Zustand der Haut hält bei mir, und das ist jetzt nicht gelogen, 6 Tage an. Meine Beine sind 6 Tage komplett stuppelfrei, da ist nichts. Erst am 7. Tag, ich habe den wirklich ausgiebig getestet, über 2 Wochen lang. Also ich bin kein Freund davon, eine Woche was zu testen und dann die Kamera zu halten, finde ich absolut unmöglich. Deshalb, ich habe das jetzt wirklich lange getestet und der hält bei mir 6 Tage lang. Die Beine, dadurch, dass der Rasierer die Haut wirklich schön massiert durch diese Noppen und halt so schön über die Haut gleitet und die Haut einfach nicht so reizt, sieht die Haut auch super gepflegt, super strahlend und wirklich komplett stuppelfrei aus, Mädels. Keine Stuppeln. Hallo, Halleluja, das ist das Produkt, worauf wir gewartet haben. Also wirklich klasse. Der einzige Nachteil an dem Rasierer, und das ist wirklich das, wo ich mich echt dran gewöhnen muss, wo ich mich immer noch nicht dran gewöhnt habe, liegt aber auch einfach daran, dass ich immer hier diese 65 Cent Rasierer hatte. Der ist schwer. Der ist sehr, sehr schwer. Das zeigt natürlich auch, dass er hochwertig ist, um Gottes Willen. Eigentlich ist es jetzt nichts Negatives in dem Sinne. Aber er ist ziemlich schwer. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Aber ansonsten ist das Modell Tress wirklich, wirklich spitzenmäßig. Ich bin begeistert. Wirklich einziger Nachteil das Gewicht, aber ansonsten von der Rasur her und von der Haltbarkeit auf der Rasur, also wirklich, meine Beine sind 6 Tage lang komplett glatt, spitze. Und ihr bekommt, das kommt so an, ihr habt den Rasierer mit Klinge und dann noch 3 weitere Klingen. Preise und sowas steht alles mit auf dem Shop, könnt ihr euch angucken. Das wäre das ist so eingepackt, das Modell. Hinten drauf stehen dann nochmal so Informationen dazu, auch sehr, sehr schön in der Verpackung. Dann, mein Papa hat das Modell Fire getestet, also F-I-R-E. Das ist jetzt für die Herren. Auch hier wieder hinten drauf Informationen. Das sieht so aus. Also Leute, auch zum Verschenken an eure Männer oder an eure Daddys. Ganz, ganz toll. Und ja, der hat den getestet, wie gesagt, so sieht der aus. Mein Papa war sehr begeistert von den vielen Klingen. Und der nimmt sonst immer Wilkinson und ist da sehr, sehr überzeugt davon. Und der ist wesentlich leichter, also wenn ihr auch nicht mögt, dass ein Rasierer so schwer ist, den gibt es ja auch für Frauen das Modell. Der ist sehr, sehr leicht. Auch hier hat mein Papst gesagt, die Rasur ist spitzenmäßig, also wirklich klasse. Er kleidet sehr schön übers Gesicht, er beansprucht die Haut nicht so sehr. Also er macht danach sowieso immer noch eine Pflege drauf von Clarence, die habe ich ihm mal geschenkt für nach der Rasur, aber ist er auch sehr, sehr begeistert. Also er kleidet auch wirklich so schön scharf drüber, dass es auch verhindert eingewachsene Barthaare. Damit haben Männer sehr, sehr zu kämpfen. Und das verhindert das auch, weil es wirklich eine scharfe, glatte Rasur ist. Ich mache jetzt so, als hätte ich einen Bart. Also mein Papst hat den wirklich getestet. Ich habe hier keinen versteckten Männerbart. Sehr, sehr toll, sehr leicht. Auch mein Papst hat festgestellt, dass sein Bart langsamer nachwächst. Fand ich total cool, weil wir haben unabhängig voneinander haben wir das getestet und dann haben wir uns drüber unterhalten und dann meinte er so, also ich habe das Gefühl, dass meine Barthaare langsamer wachsen, dass das nicht so schnell wieder nachstuppelt und ich so, yay, das Gefühl habe ich an meinen Beinen auch, also total klasse. Der einzige Nachteil bei diesem Modell, was mein Papst nicht so toll findet, ist, der ist sehr steif. Der Wilkinson-Rasierer ist sehr, so wie der Tress, den ich euch gerade gezeigt habe, der ist sehr biegsam, also der passt sich schön an. Das ist bei dem hier nicht so. Also Männer, die sowieso immer so einen steifen, ach du Scheiße,
so einen steifen Rasierer haben, ich rede mich um Kopf und Kragen und eine Firma guckt mir zu, ach du Scheiße. Also dann, die sind das ja gewohnt, ne? Aber wenn ihr diese biegsamen Rasierer gewöhnt seid, ist das, denke ich, nichts für euch. Dann wäre, denke ich, das Dress für den Herrn, Dress für den Herrn, das Kleid für den Herrn, also der Dress-Rasierer für den Herrn wäre, denke ich, dann eher eine Variante für euch, wenn ihr auf das Biegsame steht, wenn das halt wirklich ein bisschen biegsamer sein soll. Ansonsten war er auch sehr, sehr begeistert. Also auch von der Rasur her klasse und wie gesagt, der ist wesentlich leichter. So, dann zeige ich euch noch, wie gesagt, Preise alles für euch in dem Shop. Ich verlinke euch den gleich als erstes in die Infobox. Und dann habe ich noch bekommen 2 Rasierer für euch. Ich gucke jetzt mal, was das für Modelle sind. Also so kommt das, oh, das sieht auch geil aus, Mädels. Das ist das Modell AON, also AON. Oh Gott, sieht der hübsch aus. Ich habe ihn ja schon gesehen, aber ich habe jetzt lange nicht mehr reingeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oh Leute. Oh, der ist auch edel. Ich gucke nur mal, also ich habe den jetzt natürlich noch nicht benutzt. Der ist auch fester, also der ist auch nicht so biegsam. Und der ist komischerweise, obwohl der auch so schwer aussieht, nicht so schwer wie der Dress. Habt ihr auch wieder 3 Klingen und... Ach du Scheiße, sorry. Ich schneide das jetzt nicht raus, ist nichts passiert. Ihr wisst ja, bei mir ist immer Chaos. Der ist auch... sieht ziemlich schwer aus, ist er aber nicht. Also ist viel leichter als der Dress, habe ich das Gefühl. Ich tue das jetzt mal wieder hier ordentlich rein. Genau. Also den hier könnt ihr gewinnen, Modell AON. Ich weiß nicht, das können bestimmt auch Herren nehmen. Nur weil der weiß ist. Also. Und dann haben wir noch das Modell, was ist das? Nochmal Fire in Weiß. Oh toll, da könnt ihr euch freuen. Also das ist der leichtere, den mein Papst getestet hat. Halt nur für die Ladies. Ja, den könnt ihr auch noch gewinnen, wenn ihr dann bei dem 20.000 Abonnenten-Contest mitmacht. Wie gesagt, der folgt, wenn ich die 20.000 erreicht habe. Und dann noch die Kosmetiktasche, die könnt ihr auch noch gewinnen. Also es ist eigentlich eine Tasche für die Pinsel, wenn ihr die halt für unterwegs mitnehmen möchtet. Was ja sehr cool ist. Allerdings, hier muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, was die kostet. Aber die ist auch noch ganz, wie gesagt, da könnt ihr eure Rasierer ganz süß gemacht. Von innen wirklich klasse. Was ich allerdings hier finde, die ist von außen ziemlich billig verarbeitet. Also das finde ich nicht so schön. Also die Tasche hat mich jetzt nicht so sehr überzeugt. Aber ich sag mal, sie soll mitkommen, wenn ihr auf Reisen seid oder sowas. Und dafür ist es schon okay. Wie gesagt, auch das Innenleben ist total toll. Kommt in diesem süßen Säckchen. Also auch sehr, sehr schön. Ja, die könnt ihr auch noch gewinnen. Also das sind jetzt so die 3 Sachen für euch, die mit in die Verlosungsbox kommen. Und ja, also insgesamt sehr, sehr, sehr positiv, sehr, sehr begeistert davon. Guckt euch die Marke mal an, also wirklich, ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß, glaube ich, meiner, der kostet 43 € oder noch ein bisschen mehr. Wenn ich meine Klingen verbraucht habe, kaufe ich mir die Klingen nach. Also der Rasierer an sich kostet 43, die Klingen sind dann, denke ich, günstiger, ist klar. Aber ich kaufe mir die Klingen nach, also ich bin begeistert, die hier, die schmeiße ich weg, weil es ist kein Vergleich dazu. Ich hoffe, die Review hat euch geholfen. Vielen, vielen Dank nochmal an das ShaveLab-Team. Ich kann es immer wieder sagen, ich war überwältigt von der Lieferung und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, fröhliches Rasieren und ich hab euch lieb. Knutschilein und